Wenn du es nicht selber machst, dann wird das hier alles nichts. Ein DJ sollte was zu sagen haben und eine schöne Geschichte erzählen. Ich hatte gar keine Ahnung von Schallplatten und ich dachte, da oben auf der Bühne, die langhaarigen Hippies machen da irgendwie einen Hokuspokus. Ich wäre niemals darauf gekommen, dass sie einfach nur zwei Platten ineinander mischen. Yeah! Ich habe mir das zum größten Teil selbst beigebracht, aber das Beatmatchen sozusagen von einer Schallplatte auf eine anderen hatte ich einen Kumpel, damals in Rostock, Bagger hieß der, und der hat mir das beigebracht. Der hat gesagt, guck mal, das macht man so. Ink, 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 ink. Und dann warten und jetzt rein. Und dann drehen. Lotti, dreh. Und ich dachte ungefähr 2 Monate, ich werde das niemals schaffen. Aber dann irgendwann habe ich es geschafft. Ich bin wirklich ein Classic DJ. Ich bin nicht wirklich ein Produzent. Ich benutze anderer Leute Musik, um meine Gefühle auszudrücken. Schwierig. Über die Jahre hat sich halt rausgestellt, ein DJ sollte was zu sagen haben und eine schöne Geschichte erzählen und die Leute einfach gut unterhalten. Natürlich manipuliert man dann die Leute, darum geht's. Aber man versucht es halt im positiven Sinne. Wenn man dann jemanden anders trifft, der einen eigentlich nur belächelt für den ganzen Quatsch, frage ich mich natürlich dann selber oft, warum machst du das? Aber bei mir ist es natürlich dadurch, dass ich mittlerweile so Musik-Nazi geworden bin, sind die Momente gering geworden. Aber es gibt immer noch Momente, wo die Zeit stillsteht und ein Lied läuft, der mir so das Herz füllt und mich so frei macht von all dem, was hier ist und mich so tanzen lässt, auch wenn ich mittlerweile kaum noch wirklich tanze, aber ich tanze ja alles im Kopf ab. Also, auch wenn ich da stehe wie eine Vogelscheuche, kann ich garantieren, dass ich das alles vorher schon abgetanzt habe im Kopf. Das Techno fühlen? Ja klar, natürlich ist das Fühlen. Also, übers Ohr, in den Kopf, in die Beine und den Arsch. Was ist Tanzen? Was ist Techno-Tanzen? Techno-Tanzen ist Befreiung. Das ist Heilung für mich. Ich bin seit 14 Jahren in Berlin. Mich wollten die Leute nie spielen lassen. Ich spiele nicht seit 4 Jahren gute Musik. Ich spiele schon immer gute Musik. Aber ich bin halt mit meiner Erscheinung scheinbar für viele Leute ein rotes Tuch. Weil ich bin halt jemand, der Sachen wagt, der mutig ist, der irgendwie, wenn ihm alles zu bunt ist, das Tempo völlig runterreißt und dann Schlager spielt. Und da muss halt Vertrauen her. Aber so richtig mir vertraut in dem, was ich machen kann, das sind die Leute aus dem Kater, das sind meine Helden. Es gab mal einen Moment, wo ich mit einer Kollegin zusammen aufgelegt habe und sie zwischendurch nicht mehr wusste, ob das alles richtig ist und ich sie gefragt habe, bist du dem noch gewachsen, kannst du das noch? Und sie meinte so, ich habe gerade private Probleme und tippt mich so immer auf die Brust und ich so, ja, aber darum geht's doch nicht. Alle, die hier sind, haben private Probleme. Die wollen hier loslassen. Und deswegen sind wir beiden hier, weil wir
wollen diesen Leuten eine gute Show geben, damit sie ein wenig Seelenfrieden und ein wenig Heilung erfahren. Wenn es dann irgendwann so Momente gibt auf der Tanzfläche und man loslassen kann und seinen Kopf abschalten kann und einfach sich dem Beat hingeben kann und den Launen des DJs und sich damit kurz rausnehmen kann aus dieser hektischen, total crazy Zeit mit dem ganzen Digitalismus und Internet und dem ganzen Leistungsdruck, dann hat man schon gewonnen, würde ich sagen. Also eine Fliege ist jetzt schon fast Silvester. Aus welchem dunklen Loch kommt die? Wie war die? Denkerpose.